Kultur ja, aber keine Klischees. Ich habe mit Toni geredet. Er würde gerne mitmachen beim Training. Pass auf, deine Partykumpels lass zu Hause. Verschwende nicht meine Zeit, die ich mit dir verbringe im Training. Als nächstes werde ich mir den Titel wieder zurückholen. Ich glaube echt, du wirst es nochmal packen. Ich meine, du hast es schon mal geschafft. Ja. Ich sehe dich momentan auf Berlin Title Cross. Mark Haskins, er würde gerne um den Titel kämpfen. Deswegen habe ich für nächste Woche ein Match zwischen euch beide eingesetzt. Danke dir, Ramo, das bedeutet mir echt viel. Ahmed ist der größte Idiot, den es im Euro-Wrestling-Business gibt. Könnt uns nicht nur ausweichen. Bei Revenge sollen Matches stattfinden, die etwas zu klären haben, und wir haben etwas zu klären. Machen wir das Match klar. 10.000 Euro auf die Cash Money Mafia. Wenn ihr gewinnt, verliert ihr euer Geld. Wenn ihr das Match verliert, gewinnt ihr 10.000 Euro. Guten Morgen, Herr Scheer. So gefällt mir. Richtig gut. Viel Energie geben. Morgens, weißt du, in der Battlefield-Match, du hast so richtig reingehauen. Viel Energie gegeben, bis ich dich geschmissen habe. Aber egal, man muss nach vorne blicken. Und zum Beispiel ich werde gegen die Cash Money Mafia kämpfen, die Tag Team Titles. Und da hat meine Matchmaker überlegt, da sollten wir Ahmed Scheer auch einen Kampf geben, weißt du? Und da habe ich überlegt, weißt du, da ist ein alter Hase. Jemand, der richtig reinhauen kann, weißt du? Dein Gegner ist Ahmed, schon gehört? Wir kämpfen gegeneinander. in die guten alten Zeiten. Komm, oldschool, wie früher. Richtig reinhauen. Hat mir viele Tipps gegeben für uns als Tag-Team. Okay, was denn so? Dass wir mehr Double-Team-Moves machen müssen, dass wir dann viel besser bei den Fans rüberkommen als Tag-Team. Und er hat auch gesagt, dass wir die gleichen Outfits haben müssen. Gut, aber ist bei uns nicht gerade das Ding, dass wir so, sag ich mal, grundverschieden sind? Toni, wenn wir Champions sind, wir machen Fotos und dann haben wir verschiedene Outfits. Wie sieht das aus? Bruder, alle habt ihr gehört, die träumen von den GWF Tag Team Titel. Habt ihr das gehört? Hey, das sollte gar nicht so respektlos sein, wie es sich angehört hat, ja? Hey, keine Sorge. Wenn ihr uns keinen Respekt zeigt, dann können wir euch das gerne beibringen. Genau. Bei uns gibt es kostenlose Lehrstunden. Können gerne vorbeikommen. Was ist los, Kleiner? Hat es dir die Sprache verschlagen? Murat, lass sie. Das sind nur zwei kleine Kinder, die nichts mit dem Wrestling-Business am Hut haben. Komm, wir gehen. Can I ask you something? Yeah, sure. Idiot means idiot in German, right? Yeah, it's kind of like the same, so we said idiot, but it's the same, yeah. Okay. It's just, I don't want to be a grass or anything, but I heard Lucky Kid call you the world's biggest idiot. Who's saying that? Well, I was in the dressing room, I heard Lucky Kid talking to Weber, and I mean, I don't speak German, so maybe I got it wrong, but they were just talking about you and they came out with it. Really? Yeah. Look, you run this place. Now, I know that you can't get your hands dirty, but you don't need that kind of disrespect in your dressing rooms. So, how about tonight, I make an example out of Lucky Kid. I teach him some respect, and in turn, I get a shot at the Berlin Championship. You know, I'm not the guy who can decide it, not anymore, but, you know, if you're gonna win tonight, I talked to the Vorstand in English, it's office, I think office, I talked to the office, and then I give my best that you're gonna get the title match. I want a title match. After that. Alright. Deal.
Hey, Battlefield winner! What's up, Sans? I'm good, man, and you? I'm really good. You know, I just won the Battlefield match, which is the biggest accomplishment in my career here. So I'm really happy, and I have to really focus now on much bigger things. Yeah, this is why I want to talk to you, man. Icarus, let's be honest. We are equal, right? I guess so. And you know that we have a match the next 7th of October for GWF Revenge. Yes. And I heard that you have a title shot the next month, the 11th of November. Yes, I do. So, if I win my match against you, it will be 2-1, right? Yeah, but hold on. It's still 1-1 right now. Yeah, for now. But if I win my match against you, I want that you promise me something. I want that you promise me that if you become the new champion, you give me a title shot. Well, okay. Let's make it. Lecker. Was willst du? Will nur gar nichts, was soll ich wollen? Ich will nur ein bisschen reden mit dir. Rede. Orlando, ich konnte letzte Nacht überhaupt gar nicht schlafen. Wirklich, ich habe mich von links nach rechts gedreht und bin einfach nicht zur Ruhe gekommen. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich an den Computer gesetzt und habe mir mal so ein paar Matchstatistiken angeschaut. Und dann gucke ich, Orlando Silva besiegt Ronaldo, besiegt Jokic, besiegt Scottie Sexton. Orlando Silva steigt mit einem Kid Lux in den Ring und bricht sich den Arm. Ich meine, wer auch immer Kid Lux sein soll oder was das sein soll. Aber dann wird es noch viel interessanter. Und dann kommt er zurück und plötzlich steht er im Main Event. Aus dem Nichts heraus. Bekommt ein Match um den GWF World Title. Und ich dachte mir, das kann es doch gar nicht geben. Bis mir eine Sache aufgefallen ist. Das sind deine 5 Minuten Ruhm. Und der Unterschied zwischen dir und mir ist aber folgender. Im Gegensatz zu dir war ich schon im Fernsehen. Du wirst niemals bei einer Serie wie Berlin Tag und Nacht mitspielen. Du wirst niemals die Hallen ausverkaufen. Du wirst niemals den Ruhm haben, den ich habe, Orlando. Und du wirst auch niemals wissen, wie es sich anfühlt, wenn man den Titel verteidigt. Denn diesen Titel werde ich dir am Samstag wieder abnehmen. Und als mir das aufgefallen ist, bin ich eingeschlafen wie ein Baby. Wirklich. Und heute Morgen ging es mir so gut wie schon lange nicht mehr. Wir werden sehen. Wir werden sehen? Orlando? Wir werden sehen? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Du bist so erbärmlich. Der Unterschied zwischen mir und dir ist ja, du redest wirklich sehr, sehr viel. Und das hört sich auch gut an, aber mehr kannst du nicht. Orlando, da lass mich doch jemand aus der Vergangenheit zitieren. Wir werden sehen. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst die Dream Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack, 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 pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du mir die Leid im Schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist Huxleys Hexenkessel dies.
ist 3 Count, die Wrestling-Serie. Der nächste Kampf ist festgelegt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu 3 Count. Meine Wenigkeit Thumbtack Jack, TJ und an meiner Seite wie immer Jonathan. Wir sind nur noch wenige Tage entfernt von GWF Revenge. Diesen Samstag am 7. Oktober findet diese Großveranstaltung statt. Mit einem Gewicht von 82 Kilogramm aus Oxford in England, the Star Attraction, Mark Haskins. Ja, Jonathan, du hast es gesagt. Diesen Samstag steigt GWF Revenge. Seid live mit dabei. Oder falls ihr den Trip nach Berlin nicht machen könnt, aus welchen Gründen auch immer, dann schaut euch das online an. wearegwf.com ist dafür eure Anlaufstelle. Sein Gegner. Diesen Mann haben wir hier schon gesehen in 3 Count. Er hat sich bewiesen bisher und ich bin sehr gespannt, was wir heute für eine Performance von ihm zu Gesicht bekommen. Das ist Lucky Kid. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 83 Kilogramm. Aus dem Großstadtdschungel von Berlin. Lucky Kid. Lucky Kid und sein Gegner, sie haben eines gemeinsam. Sie machen Jagd auf dasselbe Gold. Sie machen Jagd auf den Berlin Champion Titel der German Wrestling Federation, der die Ehre dieser Stadt, der Hauptstadt Deutschlands, vertritt und repräsentiert. Und diese beiden, die wollen hier aufs Ganze gehen. Und mit dieser Stadt, da kennt sich Lucky Kid bestens aus. Wir haben es gehört. Aus dem Großstadtdschungel Berlins. Brüllt hier wie ein Löwe, denn dieser Mann, der wird immer wieder mit Löwen assoziiert. Er ist ein Löwe. Auf der anderen Seite ein internationaler Spitzenathlet. Und wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass es am Samstag zur Großveranstaltung GWF Revenge kommt. Kommt da einfach vorbei oder schaut es euch hier bei uns auf der Website einfach nochmal an. wearegwf.com einfach eintippen, dann seid ihr da, wo ihr hin wollt. Das Match angeläutet. Jetzt wird sich entscheiden, wer der nächste Challenger, der nächste Herausforderer auf die Berlin Championship werden wird. Ist es der Mann aus Berlin? Ist es der Mann, der diese Stadt in- und auswendig kennt? Ist es Lucky Kid oder doch eher internationale Topklasse aus England, Mark Haskins? Ja, das ist die Story rund um den Berlin-Title, aber wir dürfen auch nicht vergessen, aktuell das Geschehen, unfassbar ereignisreich um den World-Title. Pascal Spalter, er möchte ein Rückmatch, ist darauf aus, sich diesen Titel zurückzuholen von Orlando Silva, und das ist nur eines der vielen Matches, die parat stehen am Samstag. Doch jetzt heißt es hier erst einmal Haskins gegen Lucky Kid, wobei Haskins scheint es nicht allzu eilig zu haben, dieses Match zu beginnen, oder Jonathan? Ja, Lucky Kid natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise, denn es geht hier tatsächlich um einen Kampf gegen seinen Bruder. Denn sein Bruder, der ist ja der Berlin Champion, sein Bruder, der ist ihm auch in den Rücken gefallen, und sein Bruder ist derjenige, dem er mal richtig eins auswischen will und dem er auch den Titel abnehmen will. Der ist hier richtig motiviert. Auf der anderen Seite natürlich Mark Haskins, der lässt es ruhig angehen. Das ist natürlich auch die Erfahrung, die sich hier widerspiegelt. Der will hier nichts überstürzen. Du sprichst da von seinem Bruder, aber ich weiß nicht, Tarkan Aslan, kein brüderliches Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, hat seinen ehemaligen Tag-Team-Partner, mit dem er ja auch die Tag-Team-Titel hier gehalten hat bei der GWF, den Rücken zugekehrt, eiskalt, genauso wie Mark Haskins hier eiskalt. Einfach Lucky Kid sagt, nein, wir fangen erst dann an zu wresteln, wenn ich bereit bin, und das bin ich erst jetzt. Vielleicht. Mal sehen, die Fans, die wissen ganz genau, was sie wollen. Mal sehen, wann sie das dann bekommen. Es geht
hier endlich in die Aktionen rein. Und das Handgelenk wird fokussiert direkt am Anfang. Mark Haskins, der geht hier eindeutig mit einem Plan rein. Das ist ersichtlich. Britische Ringerschule, diese Reversals sind so typisch für Männer, für Berufsringkämpfer von der Insel. Aber auch ein Lucky Kid, der hat aufgepasst, was ihm in Japan beigebracht wurde bei seinen vielen Wrestling-Reisen. Genau, dort war er 3-mal zu Gast, hat in den besten Dojos trainiert, ist natürlich da in Sachen Technik einem Mark Haskins nicht unterlegen. Generell, meiner Meinung nach, ein sehr ebenbürtiges Match. Vor ein paar Jahren hätte man das vielleicht noch nicht sagen können, denn Mark Haskins established 2006. Seit 2006 ist dieser Mann wirklich ein Name, mit dem in ganz Europa zu rechnen ist. Lucky Kid vielleicht ein bisschen später durchgestartet, aber dafür wirklich wie eine Rakete. Rasant ging es für ihn nach oben. Aber jetzt geht es erstmal nach unten. Jetzt geht es erstmal nach unten für ihn, aber es ist ein eindeutig ebenbürtiger Kampf, würde ich sagen. Diese beiden, die sind auf Berlin-Title-Niveau. Sie wollen beide diesen Titel, die haben beide diesen Traum, diesen Titel auch zu halten. Aber für Lucky Kid, da ist nochmal eine ganz, ganz andere persönliche Motivation durch seinen Bruder. Das Cover geht bis 1. Es ist hier noch viel zu früh, um irgendwie ein Cover fast anzusetzen. Ich meine, es ist viel zu früh, um ein Cover anzusetzen. Wow, ich verspricht das nicht. Was für eine Technik dieser beiden. Unglaublich schöne Technik, das habe ich so noch nicht gesehen und das ist kein dummer Kommentatorenspruch, das ist in dem Fall wirklich so. Wow, wirklich innovativ, wie sich hier Lucky Kid befreien konnte. Und wenn du sagst, dass du es noch nicht gesehen hast, dann heißt das natürlich auch, was denn? Du warst 10 Jahre im Ring aktiv, auch in Amerika, als es noch nicht gang und gäbe war, in Amerika als Europäer aktiv zu sein. Du weißt, wovon du redest, TJ, und jetzt sitzt du hier mit deiner Expertise am Kommentatorenpult. Was ist das für eine Haltung, in der sich Lucky gerade befindet? Wie fühlt sich das an? Eine sehr, sehr unglückliche Haltung, denn dir wird da wirklich die Luftzufuhr geraubt. Aber Lucky Kid weiß natürlich, wie man sich daraus befreien muss. Und ein Mann wie Mark Haskins, mit dem stand ich auch schon im Ring. Das ist wirklich ein so blitzschneller Techniker. Da darfst du nicht allzu lange nachdenken. Da musst du einfach instinktiv wrestlen gegen so jemanden und Konter nach Konter aus dem Ärmel zaubern. Blitzschnell ging es hier auch gerade im technischen Schlagabtausch zur Sache. Das war jetzt nicht so technisch, das war eher so ein bisschen Haut-drauf-Style von Mark Haskins. Ja, haben die Fans doch gewollt, haben sie doch vorhin gesagt, dass sie das sehen wollen. Auf die Fresse, und das bekommen die Fans, deswegen sind sie hier. Wollt ihr das auch erleben? Am Samstag habt ihr die Möglichkeit, GWF Revenge hier im Axis. Der 7. Oktober, der ist bald, und dann ist es auch soweit. GWF Revenge, kommt vorbei, sichert euch eure Tickets. wearegwf.com für mehr Infos, Leute. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, und auf wearegwf.com könnt ihr es dann auch im Nachhinein noch sehen. Solltet ihr euch diese Atmosphäre entgehen lassen wollen, es geht außerhalb des Rings weiter. Mark Haskins, es geht hier ab. Innovative Offensive von Lucky Kid. Und da will er jetzt hohes Risiko gehen. Landet auf den Füßen, er ist nämlich eine Raubkatze. Aber Mark Haskins in puncto Agilität ihm im Nichts unterlegen. Suicide Dive aus dem Nichts. Ja, das ist genau, wovon ich gesprochen habe, Jonathan. Du musst hier instinktiv wrestlen gegen einen Mann wie Mark Haskins. Wow! Innovation pur, die wir hier bei diesen beiden Wrestlern sehen. Und das ist einfach Technik, die absolutes Spitzenniveau erreicht bei diesen beiden. Von daher ist das hier auch ein sehr, sehr ebenbürtiger Kampf, den wir gerade zu Gesicht bekommen. Kicks und das gegen die Brust. Ja, nicht nur gegen die Brust, sondern auch noch der Ringpfosten, der sich da im Rücken von Lucky Kid befunden hat. Da tut dir das gleich einmal doppelt so weh wie sonst. Jetzt der Kopf auf den Apron. Ja, Haskins sehr, sehr taktisch, wie er hier vorgeht. Rollt sich in den Ring, rollt sich wieder raus, um den Count des Ringrichters zu unterbrechen. Lässt sich alle Zeit der Welt, denn er weiß, er hat sie in dieser Situation. Und es geht wieder in die Zuschauer rein. Das kennen wir natürlich aus der GWF. Die Fans, die sind auf jeden Fall Teil dieser Atmosphäre und Teil des Kampfes, möchte ich fast schon sagen, denn die Kämpfe, die können sich ja auch außerhalb des Rings natürlich
Da können die dich rausverlagern und da musst du dann auch aufpassen, dass du schön ausweichst. Ich muss sagen, mir gefällt diese neue Attitüde von Mark Haskins, diese neue Art Verbissenheit, mit der er seine Kämpfe bestreitet. Es ist nicht nur der Look, es ist auch seine ganze Haltung, wie er sich gibt, wie er überzeugt ist von sich selbst. Er sieht nicht nur aus wie ein junger CM Punk, er wrestelt auch genauso. Und Lucky Kid rappelt sich wieder nach oben. Kein Auszählungsende in diesem Match. Mark Haskins nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche, neue Energie. Guck mal, was Mark Haskins für ein vorbildlicher Athlet ist. Ein Vorbild für die Massen. Zeigt dem Publikum, hey, ihr mit eurem Bierkonsum, was ist das denn? Man sollte sich mit Wasser ernähren. Das ist gesund. Ja, das muss man natürlich auch als Akteur dann verinnerlichen. Vor allem, wenn man bei solchen Temperaturen dann auch noch ins Schwitzen kommt, wie es ein Mark Haskins, aber auch ein Lucky Kid aktuell tun. Du sprichst einen sehr, sehr interessanten Punkt an, denn viele Fans haben keine Vorstellung davon, wie sehr dieses Scheinwerferlicht dir Energie raubt. Das ist völlig anders, viel wärmer der Ring, als man sich das vorstellt. Das ist, als ob du im Sommer bei 35 Grad einen Halbmarathon laufen würdest. Und das heißt schon auf jeden Fall was. Also diese beiden, die sind hier auch so ein bisschen den Temperaturen ausgesetzt. Das erschwert natürlich nochmal die Lage, aber natürlich nicht ungerecht, denn es haben ja beide mit diesen Konditionen zu kämpfen im wahrsten Sinne. Mark Haskins hat hier einige Aktionen in seiner Offensive durchgebracht, aber Lucky Kid nur Schaden zugefügt, in Anführungszeichen, noch nicht das Match beenden können, aber das heißt hier natürlich auch, man sieht es wirklich zwischen diesen beiden. Da können wir uns, denke ich, auf einen langen Run einstellen, denn keiner von diesen beiden will nur ansatzweise aufgeben. Das sehen wir auch hier in dieser Submission Hold. Ich finde das unglaublich schön, wie Mark Haskins seine Knie effizient einsetzt bei so vielen seiner Manöver, vorhin bei dem Knee Strike. Jetzt wirklich strategisch im Rücken von Lucky Kid platziert. Mark Haskins, der weiß, wie er jeden Part seines Körpers zu einer Waffe machen kann. Ja, schau es dir an, seinen Hals macht er zu einem Mittel, um noch mehr Hebelwirkung auf den Arm und auf die linke Schulter von Lucky Kid auszuüben. Das sind unglaubliche Schmerzen bei Lucky Kid. Beim Löwen kommt er ans Ringseil. Das ist natürlich das Ziel von ihm und zieht sich da immer weiter hin. Und jetzt hat er die Haltung unterbrochen. Das war seine Rettung, sonst wäre es hier gleich vorbei gewesen. Viel mehr hätte er nicht mehr ertragen, glaube ich. Lucky Kid, der hat sicherlich den Mut eines Löwen, den Kampfeswillen eines Löwen. Wir haben das gesehen bei der größten Show des Jahres, die er letztes Jahr leider verpasst hat, wegen einer Verletzung. Er hätte trotzdem in den Ring treten wollen, egal ob verletzt oder nicht. Und genauso ist das doch bei einem Raubtier. Selbst wenn du es schon gebrochen hast, wenn du es verwundet hast, dann wird es umso gefährlicher. Und so ist das mit Lucky Kid. Diese Kicks, ich weiß nicht, ob Mark Haskins sich damit einen Gefallen tut oder ob er Lucky Kid damit nicht nur wütend gemacht hat. Und da gibt's die Chops, das Chopgewitter, jetzt die Vorarms ins Gesicht. Unerbittlich. Und die Intensität, die steigert sich hier natürlich. Konter. Den Großstadtdschungel, da kennt er jede Ecke, Lucky Kid, aber jetzt lernt er die Ringmatte kennen. Viel mehr, als es ihm lieb ist, denn Mark Haskins dominiert ihn immer noch, auch wenn das Publikum auf der Seite ist von Lucky Kid, vom Löwen. Also bisher sieht das wirklich gut aus für Haskins. Jetzt aber der Konter mit dem Enzui-Giri von Lucky Kid. Rennt auf seinen Gegner zu. Dropkick in die Ringecke. Und nochmal geht es in die Ecke. Alle guten Dinge sind 3. Unglaubliche Explosivität von Lucky Kid. Und das ist ja auch was einen Löwen auszeichnet, einfach aus dem Nichts lossprinten zu können. Jetzt dieser wunderschöne Handstand in den Seilen, in den Back Elbow. Und runter geht's! Er setzt das Cover an, war's das? Kickout von Mark Haskins. Und das Publikum, es kann nicht glauben, was es da gerade gesehen hat. Das sah doch so gut aus für Lucky Kid. Und ja, Berlin, da müsst ihr ihn jetzt wirklich versuchen, nach oben zu feuern. Ich weiß nicht, wie viele Kraftreserven Lucky Kid noch haben kann. Ja, und dieser Kampf, der geht auch schon mehrere Minuten mittlerweile. Aber
wann kommt denn hier ein Ende? Also, das ist ja auch noch nicht in Sicht. Denn hier steht so viel auf dem Spiel, eine Chance auf den Berlin-Title. Das ist was diesen beiden Männern so viel bedeutet. Da gehen sie wirklich aufs komplett ganze Roll-Up. Rausgerollt von Haskins mit dem Kick. Nutzt das jetzt hier nicht fürs Cover, aber für eine Aktion. Und die soll aus dem Ring gehen. Schöner Suicide Dive und es geht direkt zurück. So clever gemacht von Mark Haskins, aber nicht clever. Zeit zu vergeuden, ins Publikum geguckt, 1 Sekunde zu lang. Und Lucky Kid nutzt das aus, um hier den Rebound-Treffer zu landen. Und das sieht natürlich gar nicht gut aus für Haskins, denn dieser Mann ist so erfahren, aber ein Blick in die Crowd kann dir schon zum Verhängnis werden, wenn du hier gegen Lucky Kid in den Ring steigst, denn dieser Mann hat eine unglaubliche Schnelligkeit vorzuweisen und auch eine Fähigkeit, wirklich aus jeder Situation eine Idee zu schöpfen. Zum Beispiel diesen Missile Dropkick, den er jetzt durchbringt. Das Cover 1, 2, aber nicht bis 3. Ja, und was Lucky Kid auch auszeichnet, ist diese, ja, ich möchte es fast schon Naivität nennen. Wir haben das gesehen in dem Match gegen Pascal Spalter, gegen einen körperlich so überlegenen Gegner, wo er trotzdem sich gesagt hat, wisst ihr was, ich will den finishen. Ich will meinen Finishing-Move, den Dragon Suplex, zeigen gegen einen Mann, der körperlich überlegen ist. Jetzt hat er aber hier mit Mark Haskins jemanden, der ihm körperlich ebenbürtig ist. Und setzt er da an? Soll es das werden? Ist das sein Finishing-Manöver? Ja, das hätte es werden sollen, hat aber nicht geklappt, der Dragon Suplex. Stattdessen, wow, Stomp auf den Knöchel. Das ist eine linke Taktik von Mark Haskins. Sowas siehst du nicht kommen. Roll-Up, das könnte es wirklich sein. Nein, dreht er um in die Submission. Mein Gott, wie clever ist dieser Mark Haskins. Und wie schnell und wie smart. Und Lucky Kid schon wieder am Rande der Verzweiflung, beziehungsweise mittendrin, aber kann ans Ringseil greifen. Seine Rettung. Da war Mark Haskins etwas zu nah am Rand, sonst hätte das jetzt hier die Entscheidung bedeuten können. Veteranen-Move vom Kid. Come on, Lucky. Oh, verhöhnen von Mark Haskins. Sagt er, come on, Lucky. Was steckt noch in dir? Ah, ist das alles, was du hast? Die Fans, die feuern ihn an. Die wollen den Löwen siegen sehen. Mark Haskins weiß aber ganz genau, wie er das verhindert. Oh, aber nicht bis 3, kein 3-Count. Oh, der Boot ins Gesicht. Aber der Konter, da kommt die Antwort von Lucky. Oh, da haben sie beide dieselbe Idee. Great minds think alike. Beide haben dasselbe Manöver geplant. Ah, und beide liegen am Boden und werden angezählt. Kollision in der Mitte des Rings und beide liegen so ein bisschen aufeinander jetzt, unfreiwillig. Der Ringrichter zählt sie an, könnte hier fast ein Double KO sein. Wow, aber Mark Haskins sagt sich no way. Ja, und jetzt wie zwei Cowboys im Wilden Westen. Da geht's auch noch auf den Knien weiter. Da wird gekämpft bis zum Letzten, bis ein Mann nicht mehr stehen kann. Schlagabtausch hin und her. Auf die Fresse! Und beide völlig fertig. Die gehen wirklich aufs ganze Chop auf die Brust. Das spürt er morgen noch. Raubt dir den Atem. Für einige Sekunden kannst du da nicht mehr klar denken. Du kannst nicht atmen. Wenn du nicht atmen kannst, kannst du nicht wrestlen. Aber du kannst einen Superkick landen, wenn du Mark Haskins bist. Volltreffer ans Kinn. Aber Konter von Lucky Kid. Wie schafft er das denn in dem Zustand noch? Und jetzt der Dragon Suplex. Da geht er durch das Cover. Und der Sieg für den Löwen. Und hier ist der Sieger, Lucky Kid. Der Löwe kann mit dem Suplex des Drachens den Sieg einfahren und sich empfehlen für einen Spot als Number One Contender auf den Berlin Title. Wow, was für eine Zähigkeit von Lucky Kid. Mark Haskins mit absolut innovativen Aktionen. Hier zum Beispiel die Schnelligkeit, die Agilität dieser beiden, die wurde hier geshowcased, die wurde gezeigt. Backbreaker,
Es ging hin und her. Offensive in Defensive, in Offensive in Defensive das Cover. Aber der Kickout in dieser Aktion von Mark Haskins. Das möchte ich fast schon als Kunst bezeichnen. Diese Dives, diese Sprünge von Lucky Kid. Es gab hier wirklich so viele Offensivaktionen. Das, was wir hier sehen, das hat dann die Entscheidung gebracht in diesem krassen Kampf dieser beiden. Der Dragon Suplex, das Cover ging durch und Lucky Kid sichert sich eine Chance auf den Berlin-Titel und natürlich auch auf ein Match gegen sein eigen Fleisch und Blut, gegen seinen Bruder, der ihm einst in den Rücken fiel, sein ehemaliger Tag-Team-Partner, gegen den er bald antreten darf. Lucky Kid gegen Tarkan Arslan. Der Chris Gold zieht sein Ding durch und die Leute jubeln ihm zu. Kann er nicht mal so gut beispielen. Stimmt, Charlie, ich verstehe, was du meinst. Dasselbe gilt für Orlando Silva. Er redet zwar, aber keiner versteht ihn. Wenn ich verstehst, was ich meine. Polizei! Na, was machen wir denn so spät abends noch draußen auf der Straße? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ihre Pässe und Ihre Meldebescheinigung hätte ich gerne. Warum? Was haben wir gemacht? Reine Vorsichtsmaßnahme. Haben Sie etwa etwas zu verbergen? Reine Vorsichtsmaßnahme. Ihre Beschreibung passt auf 2 Typen, die in letzter Zeit viele Straftaten begehen. Oh, lass mich mal raten, wie die Beschreibung aussieht. Schwarze Haare, dunkle Augen. Jetzt werden Sie hier mal nicht frech. Wer ist frech, Alter? Ihr kommt mir doch blöd. So, das war schon mal die erste Straftat. Das Quatsch. Und ich fordere Sie das letzte Mal jetzt auf. Ich möchte sofort Ihre Pässe und Ihre Meldebescheinigung haben. Sonst kommen Sie mit zur Dienststelle. Mit welcher Begründung? Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Leck mich doch am Arsch, Alter. Nehmen Sie die Hand aus Ihrer Tasche. Warum? Ihr wollt Nehmen Sie sofort die Hand aus der Tasche. Warum? Ihr wollt keine Bewegung! Seid ihr bescheuert? Willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklimmt, die Spitze kämpft dich nach oben. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Dein Bestes geben, weil du die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft.